Verkehr. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Game Boy Advance Light Mod Tutorial, in dem wir euch zeigen, wie ihr euren guten alten Game Boy Advance zum Strahlen bringt. Hierzu benötigen wir natürlich einen Game Boy Advance, ein neues Display, auf das wir gleich noch näher eingehen, einen Lötkolben mit feiner Spitze, Lötzinn und einen Dremel. Für den Dremel benutzen wir eine kleine Schleif- oder Frässpitze, damit wir auch gut in die Ecken kommen. Als allererstes checken wir die kleine Nummer auf der Platine. Die können wir hinten im Batteriefach durch eine kleine Aussparung sehen. Anhand dieser sehen wir, welches Adapterkabel wir für das Display brauchen. Sind die ersten beiden Ziffern zwischen 1 und 9, brauchen wir ein 40-Pin und bei 10 und höher brauchen wir ein 32-Pin Flachbandkabel. Falls ihr das Display im Set ergattert, findet ihr darin je nach Händler 2 Schraubendreher, einen Drehwing und einen Kreuzschlitz, ein AGS 101 Display, eine schicke neue Schutzscheibe aus Glas und das 32 oder 40 Pin Adapterkabel. Als erstes müssen wir den Game Boy Advance auseinanderbasteln. Mit dem Drehwing Schraubendreher holen wir die Schrauben aus dem Gehäuse. Wir nehmen die Rückseite ab und was wir vorfinden, ist die Platine, die mit 3 Kreuzschlitzschrauben befestigt ist. Entfernt nun die L- und R-Knöpfe sowohl die Seitenteile Als nächstes befreien wir die Platine von ihren 3 Schrauben und lösen dabei auch gleich das orangefarbene Flachbandkabel. Das alte Display kommt raus. Jetzt noch die ganzen Gummipinappel und restlichen Knöpfe entfernen. Das bietet mal eine gute Gelegenheit zum Reinigen aller Knöpfe und Gummis. Wollt ihr die originale Frontscheibe drin behalten, so solltet ihr sie abkleben oder ähnliches, um sie vor Kratzern zu schützen. Damit das Display gut reinpasst, müssen wir die Stege ringsum wegdremeln. Dann schauen wir, ob das Display gut reinpasst und eben aufliegt. Bei einigen GBAs war ein Gummi am Display zum Fixieren dabei, dieser war bei uns aber immer zu viel des Guten, da das Gehäuse später beim Zusammenbau spannte. Das Display hält erfahrungsgemäß aber auch ohne den Gummi. Dann ziehen wir die Schutzfolie vom Display ab und befreien sowohl das Display als auch die Rückseite der Scheibe von eventuellen Staub. Danach kommen alle Knöpfe, Gummis und so weiter wieder an ihren Platz und wir verbinden das Display mit dem Flachbandkabel. Denkt bitte auch an die Gummis für den A- und B-Knopf. Das Flachbandkabel wird oben wie das alte umgebogen und in dem Slot befestigt. Wenn alles fest ist, müssen wir nur noch die Platine festschrauben. Leider sind uns alle Aufnahmen ab hier verloren gegangen, deshalb gibt es zur Veranschauung nur dieses kleine Bildchen. Man muss aber nur einen kleinen Lötpunkt setzen. Wenn man mag, kann man wie wir das Gehäuse und die Knöpfe lackieren. Bei uns in einem spacigen BIMF-Design. So, dann bauen wir mal das Ding wieder zusammen, Knöpfe und Gummis rein, Display und Platine rein und verschrauben. Das Flachbandkabel haben wir noch zusätzlich mit einem Streifenklebeband fixiert.
Man sollte darauf aufpassen, dass das rote Kabel an der Oberseite nicht gequetscht wird. Nun testen wir den GBA mal, bevor wir die neue Scheibe einsetzen. Nochmal ein letztes Staubwischen. Display funktioniert, sieht gut aus. Nun kleben wir noch die neue Scheibe ein und drücken sie gut fest. Schutzfolie ab und unser erstes Spiel wird getestet. Funktioniert, sieht gut aus und macht Spaß. Dieses Tutorial wurde anhand der Vorlage auf dem Circuit Board angefertigt. Dort findet ihr auch ein weiteres Tutorial wie zum Beispiel besserer Sound über Kopfhörer. Vorbeischauen lohnt sich. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sind Böhmev. Bis zum nächsten Mal.